Nach dem Weg fragen. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche die Stadtbibliothek. Ja, gerne. Die Bibliothek ist nicht weit von hier. Das ist gut. Wie komme ich am besten dorthin? Gehen Sie hier geradeaus bis zur großen Kreuzung mit der Ampel. Geradeaus bis zur Ampel. Und dann? Dann biegen Sie links ab in die Hauptstraße. Sehen Sie die Sparkasse dort drüben? Ja, ich sehe die Sparkasse mit dem roten Schild. Genau die. Gehen Sie an der Sparkasse vorbei bis zum Marktplatz. An der Sparkasse vorbei zum Marktplatz. Ist das weit? Nein, nur etwa 5 Minuten zu Fuß. Der Marktplatz ist groß. Sie können ihn nicht übersehen. Und wo genau ist die Bibliothek am Marktplatz? Die Bibliothek ist das große weiße Gebäude mit den vielen Fenstern, direkt neben dem Café Mozart. Das weiße Gebäude neben dem Café Mozart, verstehe. Falls Sie sich verlaufen, fragen Sie einfach nach dem Marktplatz. Jeder kennt ihn. Das ist ein guter Tipp. Wie sind die Öffnungszeiten der Bibliothek? Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, samstags bis 16 Uhr. Perfekt. Dann habe ich noch 3 Stunden Zeit. Heute ist Mittwoch. Ja, genug Zeit zum Lesen und Lernen. Die Bibliothek ist sehr modern und schön. Gibt es dort auch Internet und Computer? Ja, im ersten Stock gibt es 20 Computer mit kostenlosem Internet. Wunderbar. Vielen Dank für Ihre ausführliche Hilfe. Gern geschehen. Einen schönen Tag in der Bibliothek. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mit dem Auto fahren. Tankstelle. Petra, wir müssen dringend tanken. Der Tank ist fast leer. Dort drüben ist eine Tankstelle. Siehst du das Shell-Schild? Ja, perfekt. Welches Benzin brauchen wir? Super oder normal? Unser Auto braucht Super E10. Das steht im Handbuch. Wie viel kostet Benzin heute? Ich hoffe, es ist nicht zu teuer. 1,60 € pro Liter. Das ist normal für diese Woche. Unser Tank fast 50 Liter. Das macht 80 € voll. Wir müssen nicht voll tanken. 30 Liter reichen für heute. Gute Idee. 30 Liter für 48 €. Ich gehe schon mal bezahlen, während du tankst. Zapfsäule Nummer 4. Vergiss nicht, die Nummer zu sagen. Zapfsäule 4 verstanden. Brauchst du noch etwas aus dem Shop? Ja, eine Flasche Wasser und vielleicht Kaugummi für die Fahrt. Mineralwasser oder stilles Wasser? Mit oder ohne Kohlensäure? Stilles Wasser bitte. Kohlensäure macht mich beim Fahren müde. Soll ich auch Süßigkeiten kaufen für den kleinen Hunger? Lieber Nüsse oder Obst. Schokolade macht mich schläfrig beim Fahren. Du hast recht, Apfel und Nüsse sind besser für lange Fahrten. Fertig getankt. Genau 30 Liter. Wie geplant. Ich habe schon bezahlt. 48 € plus 8 € für Snacks. Danke, du bist die beste Beifahrerin der Welt. Natürlich, ohne mich wärst du schon längst liegen geblieben. Das stimmt. Weiter geht die Fahrt. Nächster Halt in 2 Stunden. Perfekt. Dann sind wir pünktlich zum Abendessen bei meinen Eltern. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Sarah, wie fahren wir am besten zur Universität? Mit dem Bus oder der Bahn? Die U-Bahn ist schneller. Linie 3 fährt direkt zur Uni. Wo ist denn die nächste U-Bahn-Station? Ich kenne mich hier nicht aus. 3 Minuten zu Fuß. Die Station Marienplatz ist gleich um die Ecke. Was kostet eine Fahrkarte? Ich habe nur einen 20-Euro-Schein. Eine Einzelfahrkarte kostet 2,80 Euro. Am Automaten bekommst du Wechselgeld. Wie oft fahren wir diese Woche zur Uni? Ein Tag? Montag, Mittwoch und Freitag. Das sind 6 Fahrten insgesamt. Ist eine Wochenkarte günstiger? 6 mal 2,80 macht fast 17 Euro. Eine Wochenkarte kostet 15 Euro. Du sparst 2 Euro. Dann kaufe ich eine Wochenkarte. Wo bekomme ich die? Am großen Automaten in der Station. Ich zeige dir das. Das ist nett. Wie lange dauert die Fahrt zur Uni? Etwa 12 Minuten. Wir müssen einmal umsteigen am Hauptbahnhof. Umsteigen? Das ist kompliziert. Schaffe ich das? Keine Sorge, ich fahre mit und erkläre dir alles. Was passiert, wenn wir den Anschluss verpassen? Die Bahnen fahren alle 4 Minuten. Das ist kein Problem. Sollen wir immer zusammenfahren? Das ist einfacher für mich. Gute Idee. Wir treffen uns immer um 8 Uhr hier. Um 8 Uhr hier, dann sind wir um 8:30 an der Uni. Genau, pünktlich zur ersten Vorlesung um 9 Uhr. Perfekt. Vielen Dank für deine Hilfe, Sarah. Gern geschehen. Zusammen ist alles einfacher. Fitnessstudio-Anmeldung. Guten Tag, ich möchte mich hier im Fitnessstudio anmelden. Sehr gerne. Waren Sie schon einmal in einem Fitnessstudio? Ja, aber das ist 3 Jahre her. Ich bin ziemlich unfit. Das ist völlig normal. Wir helfen Ihnen beim Wiedereinstieg. Ich möchte abnehmen und Muskeln aufbauen, beides zusammen. Perfekt. Krafttraining und Cardio sind ideal dafür. Welche Geräte haben Sie? Ich kenne mich nicht gut aus. Hanteln, Kraftmaschinen, Laufbänder, Fahrräder und einen Pool. Ein Pool? Das ist fantastisch. Schwimmen macht mir Spaß. Ja, 25 Meter lang. Perfekt für Ausdauertraining. Was kostet eine Mitgliedschaft? Gibt es verschiedene Optionen? Basic für 30 Euro oder Premium für 50 Euro pro Monat. Was ist der Unterschied zwischen Basic und Premium? Basic nur Geräte, Premium mit Kursen, Pool und Sauna. Ich nehme Premium. Die Kurse interessieren mich sehr. Welche Kurse? Wir haben Yoga, Pilates, Spinning und Zumba. Yoga für Entspannung und Spinning für Kondition wären perfekt. Yoga ist dienstags und donnerstags, Spinning montags und mittwochs. Kann ich heute schon anfangen? Ich habe Sportkleidung dabei. Natürlich, ich zeige Ihnen alle Geräte und erstelle einen Trainingsplan. Das ist sehr nett. Wie lange sind Sie geöffnet? Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr, Wochenende bis 20 Uhr. Perfekt. Das passt gut zu meiner Arbeitszeit. Dann brauche ich nur noch Ihren Ausweis für die Anmeldung. Hier ist mein Personalausweis. Wann kann ich das erste Training machen? Heute noch. In einer Stunde beginnt ein Einführungskurs. Am Bahnhof Zugverbindungen.
Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Hamburg? Der nächste ICE fährt um 15:12 Uhr von Gleis 7. Wie spät ist es jetzt? Schaffe ich den Zug noch? Es ist 14:50 Uhr. Sie haben noch 22 Minuten. Gott sei Dank. Wie lange dauert die Fahrt nach Hamburg? 3 Stunden und 45 Minuten. Ankunft um 19 Uhr. Muss ich umsteigen oder fährt der Zug direkt? Direktverbindung ohne Umsteigen. Sehr bequem. Was kostet eine Fahrkarte zweiter Klasse? Normale Fahrkarte kostet 89 Euro. Mit Bahncard 50% weniger. Ich habe keine Bahncard. Gibt es günstigere Optionen? Der Regionalzug um 14:30 Uhr kostet nur 32 Euro. Wie lange dauert der Regionalzug? Und muss ich umsteigen? 5 Stunden mit 2-mal Umsteigen. In Hannover und Bremen. Das ist lange, aber viel günstiger. Wann komme ich an? Um 21:30 Uhr, auch 2,5 Stunden später. Ich nehme den ICE. Zeit ist wichtiger als Geld heute. Eine kluge Entscheidung. Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren? Ja, bitte. Gibt es noch Plätze am Fenster? Ja, Wagen 12, Platz 31, Fahrtrichtung. Perfekt. Kann ich mit Karte bezahlen? Natürlich. Das macht 99 Euro mit Reservierung. Hier ist meine Karte. Von welchem Gleis fährt der Zug? Gleis 7, Sektor B bis D. Folgen Sie den gelben Schildern. Vielen Dank für die freundliche Beratung. Gern geschehen. Gute Fahrt nach Hamburg. Lieblingsmusik besprechen. David, du hast immer Kopfhörer auf. Was hörst du gerne? Ich liebe Musik, hauptsächlich Rock und Alternative, aber auch Klassik. Welche Bands gefallen dir am besten? Deutsche oder internationale? Radiohead und Pink Floyd sind fantastisch, deutsche Bands wie Rammstein auch. Ich höre lieber Pop und elektronische Musik. Kennst du Kraftwerk? Ja, die deutschen Elektronikpioniere, Revolution, Aare Musik aus den 70ern. Genau. Sie haben die moderne elektronische Musik geprägt. Spielst du auch ein Instrument? Du siehst sehr musikalisch aus. Seit 10 Jahren Klavier. Klassik, aber auch moderne Sachen. Respekt! Ich lerne seit 6 Monaten Gitarre, noch sehr schwer. Am Anfang ist es immer schwer. Macht es trotzdem Spaß? Ja, riesigen Spaß, besonders wenn ich Fortschritte höre. Lernst du allein oder mit einem Lehrer? Mit Lehrer. 1 Stunde pro Woche, 30 Euro. Welche Songs kannst du schon spielen? Einfache Akkorde. Wonderwall von Oasis und deutsche Volkslieder. Gehst du auch zu Konzerten? Live-Musik ist immer besser. Oft. Letzten Monat bei einem Rockkonzert. Ich gehe gern zu klassischen Konzerten in der Philharmonie. Vielleicht können wir mal zusammen zu einem Konzert. Gerne. Du zeigst mir Rock. Ich zeige dir Klassik. Perfekt. Musik verbindet Menschen mit verschiedenen Geschmäckern. Musik ist eine universelle Sprache, die jeder versteht. Eines Tages möchte ich in einer Band spielen. Mit deiner Begeisterung schaffst du das bestimmt. Danke für die Motivation. Übung macht den Meister. Ein neues Hobby ausprobieren. Hallo Emma. Mir ist zu langweilig.
Hast du eine Idee für ein neues Hobby? Hi Lisa, was macht dir denn Spaß? Sport oder lieber kreative Sachen? Sport mache ich schon genug. Vielleicht etwas Kreatives und Entspannendes? Wie wäre es mit Malen oder Töpfern? Das macht sehr viel Spaß. Töpfern höre ich zum ersten Mal. Wo kann man das lernen? In der Volkshochschule gibt es einen Kurs für Anfänger, jeden Dienstagabend. Was kostet so ein Kurs? Ist das teuer? 40 Euro für 8 Abende. Das ist sehr günstig, finde ich. Dienstags von wann bis wann? Ich arbeite bis 17 Uhr. Von 18 bis 20 Uhr. Perfekt nach der Arbeit zum Entspannen. Muss ich eigenes Material mitbringen? Ton und Werkzeuge sind bestimmt teuer. Nein, alles ist im Kurspreis enthalten. Nur alte Kleidung anziehen. Gibt es noch andere Kurse? Vielleicht auch Fotografie? Ja, Fotografie, Nähen, Kochen und sogar Gitarre spielen. Fotografie klingt auch toll. Ich habe eine gute Kamera zu Hause. Der Fotokurs ist am Wochenende. 4 Samstage für 60 Euro. Kann ich beide Kurse machen? Töpfern und Fotografie. Klar, dann hast du ein Hobby für die Woche und eins für das Wochenende. Du hast recht. Vielfalt ist wichtig. Machst du auch einen Kurs? Ich denke an Yoga. Nach der Arbeit brauche ich Entspannung. Das ist eine super Idee. Wir motivieren uns gegenseitig. Genau. Und wir können unsere Fortschritte zeigen und feiern. Ich gehe morgen zur Volkshochschule und melde mich an. Kommst du mit? Ja, gerne. Ich schaue auch nach dem Yogakurs. Danke für die tollen Ideen. Du bist eine super Freundin. Gern geschehen. Neue Hobbys machen das Leben bunter und interessanter. Picknick im Park planen. Das Wetter wird am Wochenende schön. Sollen wir ein Picknick machen? Tolle Idee. Welcher Park ist am schönsten? Stadtpark oder englischer Garten? Der Stadtpark ist näher und hat große Wiesen zum Spielen. Gibt es dort auch Grillplätze? Ich hätte Lust auf Grillwurstchen. Ja, aber man muss reservieren. Für ein einfaches Picknick brauchen wir das nicht. Was nehmen wir mit zum Essen? Soll ich etwas kochen? Ich mache belegte Brote mit Schinken, Käse und frischen Tomaten. Ich bringe Obst mit. Apfel, Bananen und süße Erdbeeren. Was trinken wir? Bei warmem Wetter brauchen wir viel Flüssigkeit. Wasser, Apfelsaft und eine Thermoskanne mit kaltem Kaffee? Ich habe eine große Picknickdecke und einen Korb für das Essen. Brauchen wir Geschirr? Plastikteller und Becher sind praktischer. Ja, buntes Plastikgeschirr. Glas ist zu gefährlich im Park. Sollen wir Spiele mitnehmen? Frisbee oder einen Ball? Frisbee, Kartenspiele und einen kleinen Fußball für Sport. Samstag oder Sonntag? Ich habe beide Tage frei. Samstag ist besser. Sonntag ist der Park voller Familien. Um wie viel Uhr? Nicht zu früh. Ich schlafe gern lang. 11 Uhr? Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Wo treffen wir uns? Am Parkeingang oder bei den Banken? Am Haupteingang bei der großen Eiche. Die kennt jeder. Falls es regnet, verschieben wir auf den nächsten Tag? Ja, bei Regen macht Picknick keinen Spaß. Sicherheit geht vor. Ich freue mich schon. Picknick ist so entspannend. Ich auch.
frische Luft und gutes Essen mit Freunden. Brettspielabend vorbereiten. Ich lade euch für Samstag zu einem Spieleabend ein. Habt ihr Zeit? Das klingt super. Wie viele Leute kommen? Wird es voll? 6 Personen insgesamt. Du, ich, Lisa, Tom, Sarah und Michael. Welche Spiele spielen wir? Klassische oder moderne Brettspiele? Monopoly, Scrabble und ein neues Strategiespiel namens Siedler von Catan. Siedler kenne ich nicht. Ist das schwer zu lernen? Nein, die Regeln sind einfach. Eine Partie dauert etwa eine Stunde. Soll ich auch Spiele mitbringen? Ich habe viele zu Hause. Ja, gerne. Hast du Mensch, agiere dich nicht oder Kartenspiele? Beides. Uno, Phase 10 und das klassische Mensch, ärgere dich nicht. Perfekt. Dann haben wir eine riesige Auswahl für jeden Geschmack. Was gibt es zu essen und trinken? Soll ich etwas mitbringen? Ich mache Pizza und einen großen Salat. Getränke habe ich auch. Trotzdem gerne Dessert oder Knabbersachen für zwischendurch? Chips und Schokolade wären toll. Beim Spielen wird viel genascht. Kein Problem. Ab wann kann ich kommen? Ab 7 Uhr. Wir essen zuerst, dann spielen wir bis spät. Wie lange wird der Abend? Bis Mitternacht oder länger? Bis 11 oder 12 Uhr. Wer möchte, kann länger bleiben. Haben alle zugesagt? Oder warten wir noch auf Antworten? Alle haben bestätigt. Es wird ein lustiger, geselliger Abend. Sollen wir kleine Preise für Gewinner? Das motiviert zusätzlich. Gute Idee. Kleine Schokoladen als symbolische Gewinne. Ich bringe verschiedene Sorten mit. Für jeden Geschmack etwas. Wunderbar. Ich räume den großen Tisch frei für alle Spiele. Ich freue mich riesig. Spieleabende sind immer fantastisch. Wochenendtrip planen. Ich habe nächstes Wochenende frei. Sollen wir einen Trip machen? Ja, fantastische Idee. Wohin soll die Reise gehen? Vielleicht an die Ostsee. Rügen oder Usedom sind sehr schön. Rügen ist günstiger als Usedom und genauso malerisch. Wie fahren wir? Mit dem Auto oder entspannt mit dem Zug? Zug ist entspannter. Wir können die Landschaft genießen und müssen nicht fahren. Wie lange dauert die Zugfahrt? Ich hoffe nicht zu lang. Etwa 4 Stunden von hier. Freitagnachmittag losfahren wäre perfekt. Wo übernachten wir? Hotel, Pension oder Ferienwohnung? Eine gemütliche Pension am Strand. Nicht zu teuer, aber schön. Was machen wir dort? Nur entspannen oder auch aktiv sein? Strandspaziergänge, die berühmten Kreidefelsen besuchen und gut essen. Können wir Fahrräder leihen? Für Touren über die Insel? Ja, fast jede Pension vermietet Räder. Rügen ist perfekt zum Radfahren. Was nehmen wir mit? Das Wetter kann wechselhaft sein. Warme Jacken, Regenschutz und bequeme Wanderschuhe. Soll ich ein Auto mieten? Falls wir weitere Strecken fahren wollen. Gute Idee. So sind wir flexibel und sehen mehr von der Insel. Was kostet so ein Wochenende ungefähr? Ich muss sparen. Zug, Übernachtung und Essen. Etwa 200 € pro Person. Das ist fair für ein schönes Wochenende. Wann buchen wir? Heute noch online. Gute Pensionen am Meer sind schnell ausgebucht.
Ich kümmere mich um Zug und Auto. Du suchst die Pension. Perfekt. Ich schicke dir heute Abend 3 Optionen am Strand. Ich freue mich schon riesig auf Meer, Strand und Entspannung. Ich auch. Es wird ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Bevor Sie gehen, hier sind ein paar schwierige deutsche Wörter aus der heutigen Folge. Übe sie und schreib dein Lieblingswort in die Kommentare. Vielen Dank!